Liebe Schachfreunde, in diesem Video werde ich euch ein neues Schachmotiv zeigen. Es geht um das arabische Matt. Für dieses Matt, ebenso wie für das Anastasia-Matt, ist es wichtig, sich vorzustellen, wo die Figuren stehen müssen, welche Figuren aktiv sind und wie man es ausführt. Also, lasst uns anfangen. Für dieses Matt brauchen wir einen Springer und einen Turm. Das heißt, der Springer deckt die wichtigsten Felder. Der schwarze König sollte dann in der Ecke stehen und der Turm wird dann matt setzen. Das nennt man das arabische Matt. Es wird genauso funktionieren, wenn der Turm sich auf der anderen Seite befindet. Das heißt, wir werden dann so matt setzen, der Springer bleibt, wo er ist. Er deckt, wie gesagt, die zwei Felder und der Turm setzt matt ein. Schauen wir uns ein paar praktische Beispiele an. In dem Fall, Weiß ist am Zug. Wie wir sehen können, wenn Schwarz am Zug wäre, der Schwarz droht Schachmatt in einem Zug zu setzen, indem er mit der Dame den Turm schlägt. Also nicht vergessen, was wir gesagt haben, wie man beim Schachspielen überlegt. Wir prüfen zuerst die Schachmöglichkeiten. Das heißt, in dem Fall könnte Weiß eventuell mit der Dame den Springer schlagen, aber dann schlägt der Turm oder der König. Das passiert nicht. Was wir auch noch machen können, wir können den Turm schlagen. Aha, also wenn die Dame den Turm schlägt, muss der schwarze König zurückschlagen. Dann schauen wir weiter, ob wir ein Schach haben. Das heißt, dann kommt der Turm auf der Grundreihe, setzt schon wieder Schach ein. Der schwarze König muss zurück auf G7. Und dann haben wir nochmal ein Schach auf G8 und dann wäre es Schachmatt. Schauen wir uns an, wie das in Wirklichkeit ausschaut. Dame schlägt F8, König schlägt, Turm gibt Schach, König geht auf G7, Turm G8 und dann ist Schachmatt. Wir haben schon wieder das arabische Matt gemacht, weil der Springer schon wieder auf F6 steht und der Turm letztendlich matt gesetzt hat. In dem Fall ist Schwarz am Zug. Die schwarzen Figuren stehen schon bereit für das arabische Matt. Das heißt, der Springer steht ganz richtig. Was auch noch wichtig zu betonen ist, dass der weiße König in der Ecke steht, was auch noch eine Voraussetzung für das arabische Matt ist. Der Turm könnte einzugig matt setzen, wenn der weiße Turm nicht im Weg stehen würde. Das heißt, wir brauchen einen Zug zu finden, wobei wir den weißen Turm ablenken werden. Das können wir mit dem Zug Dame H4 machen. Also wenn der Turm die Dame schlägt, dann kommt der Turm auf der Grundreihe und setzt matt ein. Okay, man fragt sich immer, was passiert, wenn der Gegner nicht das macht, was ich eigentlich will, also wenn er nicht unsere Dame schlägt. Er könnte eventuell mit dem König zum Beispiel hier spielen, aber dann schlagen wir einfach den Turm. Was kann noch Weiß machen? Er kann einfach mit dem Turm den anderen Turm schlagen, dann ist Schach, wir schlagen zurück. Und jetzt, wie wir sehen, es gibt keinen Zug für Weiß, um Matt zu verhindern. Weiß hat kein richtiges Schach, also es gibt drei Schachmöglichkeiten, aber nach jedem Schachzug verliert er die ganze Dame und dann in dem nächsten Zug wird er im Schachmatt sein. Also das heißt, was noch eine Option für Weiß wäre, ist Turm G2, einfach um das Feld H2 zu decken. Und dann kommt ein brillanter Zug, also die Dame schlägt auf H2, der Turm muss zurückschlagen und dann kommt schon wieder der Turm auf der Grundreihe und dann ist matt. In dem Fall ist Schwarz am Zug. Ich werde euch bitten, schon wieder auf die Pause zu drücken und einen Weg zu finden, wie Schwarz die Partie für sich entscheiden kann.
Man fragt sich, was hat diese Stellung mit arabischem Matt zu tun, wenn der schwarze Springer nicht dann auf dem Feld F3 steht. Aber ja, wir können einfach den Springer dorthin überführen, indem wir einfach mit dem Turm den gegnerischen Springer schlagen. Das heißt, Turm F3, Weiß muss schlagen, sonst hat er einfach eine Figur weniger. Das heißt, Bauer schlägt F3 und jetzt kommt ein sehr starker Abzugsschach. Wir überführen den Springer Richtung F3, der Turm setzt Schach. Jetzt kann Weiß König H1 zum Beispiel spielen, dann kommt Springer F3, Schwarz droht hier matt zu setzen. Also wenn Weiß ein Schach gibt, es passiert nichts, wir gehen einfach mit dem König auf H7. Er kann noch zweimal Schach setzen und das war's. Dann ist in dem nächsten Zug Matt auf H2. Oder in der Stellung nach dem Schach, nach Springer D4 Schach, könnte Weiß den König mit dem Turm decken, aber es passiert trotzdem das Gleiche. Der Springer kommt auf F3, der Bauer spielt auch eine große Rolle, der König kann nicht vorwärts gehen, er muss mit dem König auf H1, der Weiße, und dann Turm D1, dann setzen wir matt auf den Feld G1 ein. Gib einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und schreib mir, wann du das letzte Mal das arabische Matt gesetzt hast.